Luana, eine junge Kellnerin, arbeitete mit großer Hingabe in einem Restaurant im Herzen der Stadt. Trotz der täglichen Herausforderungen trug sie stets ein warmes Lächeln auf den Lippen und gab ihr Bestes, um alle Gäste zufriedenzustellen. An diesem Tag jedoch wurde ihr Blick durch etwas draußen am Fenster abgelenkt. Ein obdachloser Mann stand auf der anderen Straßenseite. Seine Kleidung war schmutzig und sein hungriger Blick rührte Luana tief. Er beobachtete die Gäste beim Essen, als würde er die Speisen allein mit den Augen kosten wollen. Luanas Herz zog sich zusammen. Sie konnte diesen Anblick nicht ignorieren. Sie ging in die Küche und sprach den Chefkoch, Herrn Braga, an. »Entschuldigung, dürfte ich vielleicht einen Teller mit den Resten zusammenstellen? Ich bezahle ihn aus eigener Tasche.« Der Chef sah sie ernst an und erwiderte ohne Zögern, »Hier bleibt nichts übrig, Luana. Das hier ist ein Restaurant, keine Wohltätigkeitsorganisation.« Trotz der Enttäuschung wollte Luana nicht aufgeben. Sie kehrte zurück in den Gastraum, das Bild des Mannes noch immer lebendig vor Augen. Sie fasste einen Entschluss. Heimlich bereitete sie einen einfachen Teller zu. Brot, Rührei und eine Tasse heißer Kaffee. Als sich eine Gelegenheit bot, schlich sie durch die Seitentür hinaus. Sie trat vorsichtig an den Mann heran und sagte freundlich, »Hier bitte.« »Schön, das ist für Sie.« Er sah sie überrascht an, als könne er kaum glauben, dass sich jemand um ihn kümmerte. Mit zitternden Händen nahm er den Teller entgegen und murmelte, Ich weiß gar nicht, wie ich danken soll. Gott segne Sie.« Luana lächelte. Ihr Herz wurde leicht. Sie kehrte an ihren Arbeitsplatz zurück, mit dem Gefühl, das Richtige getan zu haben. Doch sie konnte nicht ahnen, dass diese kleine Geste alles verändern würde. Nur wenige Minuten später hörte sie entschlossene Schritte, die auf sie zukamen. Herr Braga durchquerte den Gastraum mit wutverzerrtem Gesicht. Er blieb vor ihr stehen und alle Anwesenden richteten ihre Blicke auf sie. »Luana, was glauben Sie, was Sie da tun?« Sie versuchte ruhig zu bleiben. »Herr Braga, ich wollte nur helfen. Dieser Mann war hungrig.« Braga schlug mit der Hand auf den Tisch neben sich. »Hungrig, das geht uns nichts an. Sie haben gegen die Regeln verstoßen und das Ansehen unseres Restaurants beschädigt.« Luanas Gesicht lief rot an, doch sie bemühte sich, ihre Handlung zu erklären. »Ich wäre bereit, die Kosten für das Essen zu übernehmen, Herr Braga. Ich wollte nur jemandem in Not die Hand reichen.« »Genug«, schrie Braga. »Sie sind gefeuert. Packen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie sofort.« Die Gäste und ihre Kolleginnen sahen sie überrascht und mitfühlend an. Mit Tränen in den Augen nahm Luana ihre Schürze ab und sagte, »In Ordnung. Aber ich würde es jederzeit wieder tun.« Ohne sich umzudrehen, verließ sie das Restaurant mit ihrer Tasche in der Hand. Auf der anderen Straßenseite beobachtete der Mann, dem sie geholfen hatte, die Szene, von Schuldgefühlen überwältigt. »Wegen mir hat sie alles verloren.« Luana schlenderte ziellos durch die geschäftigen Straßen. Jeder Schritt fiel ihr schwerer und die Tränen wollten nicht versiegen. Sie ließ sich auf eine Bank im Park fallen und starrte ins Leere. Sie dachte an die Demütigung, die sie erlitten hatte, an die unbezahlten Rechnungen und daran, wie sie ihrer kranken Mutter erklären sollte, dass sie ihren Job verloren hatte. »Und jetzt? Was soll ich bloß tun?« flüsterte sie. Währenddessen war der Mann, dem sie geholfen hatte, innerlich unruhig. Er spürte, dass er etwas unternehmen musste. Auch wenn er selbst nichts hatte, konnte er das nicht einfach so hinnehmen. Luana war noch immer in Gedanken versunken, als sie plötzlich eine Stimme hörte. »Entschuldigung, sind Sie die Kellnerin, die früher in dem Restaurant an der Ecke gearbeitet hat?« Sie blickte auf und sah einen gut gekleideten Mann im makellosen Anzug vor sich stehen. Misstrauisch antwortete sie, »Ja, das bin ich, aber warum fragen Sie?« Er lächelte leicht. »Mein Name ist Renato Albuquerque. Ich habe gegenüber in einem Restaurant zu Mittag gegessen und habe alles mit angesehen.« Luanas Herz begann schneller zu schlagen. »Sie haben das gesehen?« »Ja, ich habe gesehen, wie Sie dem Herrn geholfen haben und auch, wie man Sie behandelt hat. Ich konnte das nicht einfach ignorieren.« Luana senkte beschämt den Blick. »Ich wollte nur helfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich deshalb meine Arbeit verlieren würde.« Renato betrachtete sie aufmerksam. »Ihre Tat war bewundernswert. Nur wenige Menschen hätten so gehandelt. Die Welt braucht mehr von Ihrer Sorte.« Dann reichte er ihr eine Visitenkarte. »Ich bin Eigentümer einer Restaurantkette. Ich möchte Ihnen gerne eine Stelle anbieten.« Überrascht nahm sie mit zitternden Händen die Karte entgegen.
Ein Job? Meinen Sie das ernst? Natürlich. Menschen mit ihrer Integrität sind genau das, wonach ich suche. Sie lächelte, Tränen standen ihr in den Augen. Ich weiß gar nicht, wie ich danken soll. Sie müssen sich nicht bedanken. Bleiben Sie einfach die Person, die Sie sind. Am nächsten Morgen wachte Luana früh auf. Sie rief Renato an und erhielt Anweisungen, wie sie zu seinem Büro gelangen konnte. Trotz der Aufregung füllte sich ihr Herz mit neuer Hoffnung. Kaum war sie angekommen, wurde sie herzlich vom Team empfangen. Renato stellte sie den Kolleginnen und Kollegen vor und verkündete, dass sie die Position der Supervisorin in einem seiner Restaurants übernehmen würde. Luana konnte kaum glauben, was sie da hörte. Zum ersten Mal fühlte sie sich wirklich anerkannt. Mit dem neuen Job konnte sie ihre Rechnungen begleichen und sich besser um die Gesundheit ihrer Mutter kümmern. Alles schien sich endlich zum Guten zu wenden. Einige Tage später, während sie ihren Aufgaben nachging, trat eine vertraute Gestalt gar durch die Tür des Restaurants. Es war derselbe obdachlose Mann, doch diesmal sauber, ordentlich gekleidet und mit einem schüchternen Lächeln im Gesicht. »Fräulein Luana«, sagte er und sprach sie an. Sie drehte sich überrascht um. »Sie, wie geht es Ihnen?« Er lächelte dankbar. »Ich habe eine Arbeit gefunden und baue mein Leben wieder auf. Alles dank Ihrer Geste. Sie haben mir gezeigt, dass ich mein Leben verändern kann.« Mit Tränen in den Augen antwortete Luana liebevoll, Sie hatten schon immer Wert. Sie mussten nur anfangen, an sich selbst zu glauben. Aus der Ferne beobachtete Renato die Szene voller Stolz. Er war sich sicher, dass er keine bessere Entscheidung hätte treffen können, als Luana eine Chance zu geben. An diesem Abend, als sie zu Hause ankam, schrieb sie eine Nachricht in den sozialen Medien. »Heute habe ich verstanden, dass Güte wie ein Samen ist. Sie braucht Zeit, um zu wachsen, aber eines Tages blüht sie unweigerlich auf. Hör niemals auf, Gutes zu tun, auch wenn es niemand bemerkt. Und nun frage ich dich, was würdest du tun, wenn du an Luanas Stelle wärst? Glaubst du, dass alles Gute eines Tages zu uns zurückkehrt? Kommentiere unten, was du über diese Geschichte denkst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.